Ich kaufe mir im 7-Eleven ein paar Dinge. 11,11 $. Ist eine Glückszahl. Ich sehe auf das Datum. Es ist der 11.11. Ich sehe auf die Uhrzeit. Es ist 11:11 Uhr. Ich sehe die Zahl 11 plötzlich. Überall. Als ich den Zahlen gefolgt bin, fand ich diese Augen. Ich möchte Ihnen die Geschichte der Augen erzählen, die diese Welt veränderten. Als ich dich sah, hatte ich das Gefühl, dich schon zu kennen. Als wären wir uns bereits in einem früheren Leben begegnet. Und sowas glaube ich nicht. Woran glaubst du dann? Ich bin Wissenschaftler. Ich glaube an Beweise. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat sein eigenes, einzigartiges Augenpaar. Kennst du das Gefühl, wenn du jemanden triffst, der diese Leere in dir füllt? Geht's dir gut, Mann? Ja, mir geht's gut. Du redest gerade echt poetisch. Das Beste am Leben als Laborratte ist für mich, dass man tatsächlich hin und wieder etwas entdeckt. Weißt du, der weiße Pfau symbolisiert Seelen, die in die ganze Welt verstreut wurden. Wen möchtest du heiraten? Es gibt keinen Beweis dafür, dass über uns irgendein magisches Wesen lebt. Wieso willst du unbedingt die Existenz Gottes widerlegen? Sophie? Sophie? Sophie! Ah! Ich konnte nicht mal Abschied von ihr nehmen. Was, wenn ich etwas gefunden habe, das dir den Atem raubt? Sieh's dir an. In Indien wurde ein Mädchen geboren, das genau das gleiche Irismuster hat wie Sophie. Unmöglich. Vielleicht ist das Auge wirklich so eine Art Fenster zur Seele. Flieg nach Indien. Ich suche jemanden. Alles, was ich habe, ist ein Foto ihrer Augen. Könnten Sie mir helfen, sie zu finden? Wie würden Sie reagieren, wenn etwas Spirituelles Ihre wissenschaftlichen Überzeugungen widerlegt? Die Türen der meisten Menschen sind vollständig geschlossen. Was ist hinter der Tür? Liebe und Wut und Angst und Freude und Traurigkeit. Alles gleichzeitig.